Die Grube und das Pendel von Edgar Allan Poe Teil 2. Als ich aufwachte und einen Arm ausstreckte, fand ich neben mir einen Laib Brot und einen Krug Wasser. Ich war zu ausgepumpt, als dass ich darüber hätte nachdenken können, und aß und trank gierig. Kurz nachher nahm ich den Rundgang wieder auf und fand mit viel Beschwer schließlich den Serge-Streifen wieder. Bis zu der Stelle, wo ich hingestürzt war, hatte ich 52 Schritte gezählt und beim Weitergehen noch 48, bis ich bei dem Fetzen ankam. Das waren also zusammen 100 Schritte. Rechnete ich 2 Schritte pro Yard, musste der Umfang des Gefängnisses etwa 50 Yard betragen. Ich hatte auf meinem Weg allerdings viele Ecken gefunden und konnte mir infolgedessen kein Bild von der Form des Gewölbes machen. Denn dass es ein Gewölbe sei, war meine feste Annahme. Es lag wenig Zweck und sicherlich keine Hoffnung in diesen Nachforschungen. Aber eine unbestimmte Neugier veranlasste mich, sie fortzusetzen. Ich verließ die Mauer und beschloss, die Bodenfläche meines Gefängnisses zu überqueren. Anfangs ging ich mit äußerster Vorsicht, denn der Boden, wenn er auch anscheinend aus festem Material bestand, war des schleimigen Belags wegen trügerisch. Schließlich aber fasste ich Mut und schritt ohne Zögern fest aus, wobei ich mich bemühte, in so gerader Linie wie möglich hinüber zu gelangen. Auf diese Art hatte ich einige 10 oder 12 Schritte gemacht, als sich der Rest des zerrissenen Saums des Umhangs zwischen den Beinen verwickelte. Ich trat darauf und stürzte heftig aufs Gesicht. In der Verwirrung des Falls bemerkte ich zuerst nicht einen einigermaßen verblüffenden Umstand, der aber einige Sekunden später, noch während ich auf dem Bauch lag, meine Aufmerksamkeit erregte. Es war dies: Mein Kinn ruhte auf dem Boden des Gefängnisses, während der übrige Teil des Kopfs, Lippen und die obere Hälfte offensichtlich tiefer lagen, gleichwohl aber nichts berührten. Auch schien um die Stirn ein feuchtkalter Dunst zu wehen und der eigenartige Geruch von modrigen Pilzen in meine Nase aufzusteigen. Ich streckte den Arm aus und schauderte bei der Entdeckung zusammen, dass ich am Rand einer kreisförmigen Grube gestürzt war, über deren Ausdehnung ich mir natürlich augenblicklich keine Gewissheit verschaffen konnte. Während ich das Mauerwerk unterhalb des Rands abtastete, gelang es mir, einen Stein zu lösen, den ich in den Abgrund fallen ließ. Sekundenlang hörte ich, wie er beim Fallen gegen die Seitenwand schlug, dann platschte er dumpf ins Wasser. Darauf folgte ein ziemlich lautes Echo. Zu gleicher Zeit drang ein Geräusch zu mir, als werde über mir eine Tür schnell geöffnet und ebenso rasch wieder geschlossen, wobei plötzlich ein schwacher Lichtschimmer die Dunkelheit durchdrang und ebenso plötzlich erlosch. Deutlich erkannte ich nun das düstere Schicksal, das mir bereitet war. Ein Schritt weiter vor dem Sturz, und die Welt hätte mich nie mehr gesehen. Der Tod, den ich gerade noch hatte vermeiden können, war genau von der Art, die ich bei den Gerüchten über die Inquisition immer als erfunden und frivol angesehen hatte. Den Opfern ihrer Tyrannei blieb nur die Wahl zwischen einem Ende unter schlimmsten physischen Qualen oder den furchtbarsten seelischen Schrecknissen. Letzteres also war mir vorbehalten. Durch eine lange Leidenszeit waren meine Nerven derart zerrüttet, dass ich beim Klang meiner eigenen Stimme zitterte, und so war ich in jeder Hinsicht für die mich erwartende Art von Tortur ein geeignetes Objekt. An allen Gliedern schlotternd tastete ich mich zur Wand zurück, entschlossen,
lieber dort zugrunde zu gehen, als mich den Schrecken der Gruben auszusetzen, deren ich mir nun mehrere im Gefängnis verteilt vorstellte. In anderer Gemütsverfassung hätte ich vielleicht den Mut gehabt, mein Elend mit einem Schlag durch den Sturz in einen der Abgründe zu beenden. Aber derzeit war ich der feigste der Feigen. Auch hatte ich nicht vergessen, was ich über diese Grube gelesen hatte, dass ein plötzliches Auslöschen des Lebens in den scheußlichsten Plänen der Inquisition nicht vorgesehen war. Meine aufgeregten Sinne hielten mich noch viele Stunden wach, aber endlich schlief ich doch ein. Beim Aufwachen fand ich wie schon einmal einen Laib Brot und einen Krug Wasser neben mir. Brennender Durst verzehrte mich, und so leerte ich das Gefäß auf einen Zug. Es muß eine Droge enthalten haben, denn kaum hatte ich getrunken, überkam mich eine unwiderstehliche Schläfrigkeit. Tiefer Schlaf wie der des Todes überwältigte mich. Wie lange er dauerte, weiß ich natürlich nicht, aber als ich die Augen öffnete, war alles um mich sichtbar, in einem flackernden, schwefelgelben Schein, dessen Ursprung ich zuerst nicht feststellen konnte, waren nun Ausdehnung und Aussehen des Kerkers sichtbar. In seiner Größe hatte ich mich gewaltig getäuscht. Der ganze Mauerumfang betrug nicht mehr als 25 Yard. Einige Minuten lang machte ich mir wegen dieser Tatsache eine Menge Sorgen, überflüssige Sorgen, denn was konnte in meiner grauenhaften Lage unwichtiger sein als die Maße meines Gefängnisses? Aber mein Verstand beschäftigte sich lebhaft mit Kleinigkeiten. Ich strengte mich an, den Irrtum herauszufinden, den ich bei meinen Messungen begangen hatte. Schließlich kam mir die Erleuchtung. Bei meinem ersten Versuch zur Erforschung des Kerkers hatte ich 52 Schritte bis zu dem Sturz gezählt, musste damals dem Scherstreifen auf 1 oder 2 Schritte nahe gewesen sein und das ganze Gewölbe fast umkreist haben. Dann war ich eingeschlafen und nach dem Aufwachen wahrscheinlich die gleiche Strecke zurückgegangen, wodurch ich den Umfang fast ums Doppelte überschätzte. Meine Verwirrung hatte mich verhindert, zu merken, dass ich den Rundgang mit der Mauer zur Linken begonnen, aber an der Mauer zur Rechten beendet hatte. Auch bei der Form des Gefängnisses war mir ein Irrtum unterlaufen. Beim Vorantasten hatte ich viele Ecken vorgefunden und davon die Vorstellung von Unregelmäßigkeiten abgeleitet. So groß ist die Wirkung gänzlicher Finsternis auf jemand, der aus einer Ohnmacht oder aus dem Schlaf erwacht. Die Ecken waren ganz einfach leichte Einbuchtungen oder Nischen in unregelmäßigen Abständen. Der generelle Grundriss des Gefängnisses war rechtwinklig. Was ich für gemauert gehalten hatte, schien Eisen oder ein anderes Metall in großen Platten zu sein, deren Schweißfugen oder sonstige Verbindungen Unregelmäßigkeiten aufwiesen. Die gesamte Fläche dieser metallischen Umrahmung war mit all den wüsten und abstoßenden groben Zeichnungen beschmiert, wie sie nur in dem leichenhaften zugewendeten Vorstellungen von Mönchen entstehen können. Teufelsfiguren mit drohenden Fratzen, skelettartige Gestalten und andere grässliche Bilder bedeckten und entstellten die Wände. Ich bemerkte, dass die Konturen dieser Scheußlichkeiten ziemlich deutlich waren, aber die Farben schienen unter Einwirkung der feuchten Luft verblasst zu sein und waren verschwommen. Dann sah ich, dass der Boden aus Stein war. In der Mitte gähnte die kreisrunde Grube, der ich entronnen war, aber es war die einzige in dem Kerker. Das alles nahm ich nicht gerade deutlich und nur mit Anstrengung wahr, denn man hatte mit mir während des Schlafs allerlei angestellt. Ich lag nun auf dem Rücken der ganzen Länge nach auf eine Art von niederem Lattengestell, an dem ich mittels Riemen festgebunden war, die den Leibgurten der Geistlichen glichen. Sie waren vielfach um Glieder und Rumpf geschnürt und ließen nur den Kopf und den linken Arm so weit frei, dass ich mit großer Anstrengung das Essen in dem irdenen Napf erreichen konnte, der seitlich auf dem Boden stand.
Zu meinem Entsetzen sah ich, dass der Krug weg war. Ich sage Entsetzen, weil mich unerträglicher Durst quälte. Diesen Durst noch zu verschärfen, schien in der Absicht meiner Peiniger zu liegen, denn das Fleisch in der Schüssel war scharf gewürzt. Ich sah auf und betrachtete die Decke meines Kerkers. Sie war 30 bis 40 Fuß über mir und aus dem gleichen Material wie die Seitenwände. Auf einer der Platten fesselte eine sehr eigenartige Figur meine ganze Aufmerksamkeit. Es war die gemalte Gestalt der Zeit, wie sie gewöhnlich dargestellt wird. Nur hatte sie statt einer Sense etwas in der Hand, was mir ein gemaltes Pendel zu sein schien, wie man es in allen Standuhren findet. An diesem Ding war aber etwas, das mich veranlasste, schärfer hinzusehen. Während ich darauf starrte, denn es war genau über mir in dem Bild, kam es mir vor, als bewegte es sich, und einen Augenblick später bestätigte sich diese Vermutung. Seine Schwingung war kurz und langsam. Ich sah einige Minuten zu, etwas ängstlich, aber eigentlich eher verwundert. Dann wurde es mir langweilig, der trägen Bewegung zu folgen. Ich richtete den Blick auf andere Dinge in dem Raum. Ein leises Geräusch ließ mich aufhorchen, und als ich auf den Boden sah, liefen mehrere riesige Ratten darüber hin. Sie waren aus der Wassergrube gekommen, die rechts von mir gerade noch in Sehweite lag. Noch während ich hinblickte, kamen sie in Trupps herauf, mit gierigen Augen, angelockt vom Geruch des Fleisches. Sie von der Schüssel fernzuhalten, erforderte viel Anstrengung und Aufmerksamkeit. Es mochte eine halbe, vielleicht auch eine Stunde her sein, denn ich konnte die Zeit nur ungefähr schätzen, als ich wieder nach oben schaute. Was ich dann sah, bestürzte und erstaunte mich. Der Ausschlag des Pendels hatte nun nahezu 1 Yard zugenommen. Die natürliche Folge davon war größere Geschwindigkeit. Was mich aber hauptsächlich beunruhigte, es hatte sich merklich gesenkt. Ich erkannte nun auch, mit welchem Grauen muss ich nicht erst sagen, dass sein unteres Ende ein Halbmond aus glitzerndem Stahl war, von Horn zu Horn etwa 1 Fuß lang, die Hörner nach oben, die untere Kante offenbar so scharf geschliffen wie ein Rasiermesser. Wie bei einem Rasiermesser verbreiterte es sich massig und schwer nach oben und hatte einen breiten, soliden Abschluss. Es hing an einem gewichtigen Messingstab, und das Ganze zischte leise, während es durch die Luft hin und her schwang. Ich konnte über das entsetzliche Schicksal nicht länger im Zweifel sein, das mir von mönchischer Genialität im Erfinden von Martern zugedacht war. Mein Wissen um die Grube war den Schergen der Inquisition bekannt. Die Grube, deren Schrecken für einen so hartnäckigen Ketzer wie mich bestimmt waren. Die Grube, eine Art Hölle und gerüchteweise als das Ultima Thule als ihre Strafen bekannt. Den Sturz in sie hatte ich durch bloßen Zufall vermieden. Ich wusste, dass das Moment der Überraschung und das Schließen der Falle zur Tortur einen Hauptteil der Groteskerie dieser Kerkertode ausmachten. Da ich verfehlt hatte, in die Grube zu stürzen, lag es nicht mehr in ihrem Teufelsplan, mich hineinzuwerfen, und so erwartete mich, eine Alternative gab es nicht, eine andere und in ihren Augen vielleicht mildere Todesart. Milder. Trotz meiner Todesangst fand ich ein schwaches Lächeln, als ich an eine solche Anwendung eines solchen Worts dachte. Was würde es helfen, von den langen Stunden übermenschlichen Grauens zu sprechen, während ich die sausenden Schwingungen des Stahls zählte? Inch um Inch, Strich um Strich, mit einem Näherrücken, das nur in Zeitabschnitten wahrnehmbar war, die Ewigkeiten waren, kam es herunter
und immer weiter herunter. Tage vergingen, es mochten viele Tage vergangen sein, bis es so nah über mir schwang, dass es mich mit seinem beißenden Atem fächelte. Der Geruch des scharfen Stahls zwang sich in meine Nase. Ich betete, bestürmte den Himmel mit Gebeten, er möge das Pendel sich schneller senken lassen. Ich wurde von wütender Raserei ergriffen, ich bäumte mich auf, um mich mit Gewalt dem Schwung des fürchterlichen Krummsäbels näher zu bringen. Dann wurde ich plötzlich ruhig, lag nur da und lächelte dem glitzernden Tod entgegen, wie ein Kind einem seltenen Spielzeug.